Die Republik Zypern oder Südzypern bleibt eines der beliebtesten Auswanderungsländer für Deutsche, Österreicher und Schweizer, die signifikant Steuern sparen wollen. Hier kann man den Non-Dom-Status beantragen, dann eine zypriotische Gesellschaft gründen und zahlt 12,5% Körperschaftssteuer, aber dann praktisch keine Steuern auf die Dividenden. Jetzt fragt sich so mancher, wäre es nicht sogar noch attraktiver, hier eine LLC in den USA zu gründen und dann die Einnahmen komplett steuerfrei zu vereinnahmen und sich auch noch die 12,5% in Zypern zu sparen. Ob das funktioniert, damit wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wenn du in Zypern lebst und dort den Non-Dom-Status hast, dann musst du mindestens 60 Tage in Zypern anwesend sein und kannst dich ansonsten irgendwo auf der Welt aufhalten. Mit den 60 Tagen bist du dann unbeschränkt steuerpflichtig in Zypern und hast den Vorteil, dass bestimmte Einkünfte steuerlich bevorzugt behandelt werden. Vor allen Dingen zu nennen hier sind Dividenden. Dividenden müssen letztlich dann in Zypern nicht besteuert werden. Du brauchst auch die Dividenden nicht im Ausland zu lassen. Das bezieht sich auch nicht auf Auslandsdividenden. Auch Dividenden einer zypriotischen Gesellschaft werden hier steuerlich bevorzugt behandelt. Man muss zwar eine kleine Gebühr bezahlen für die Gesundheitsvorsorge in Zypern, aber ansonsten sind die Dividenden auf der persönlichen Seite steuerfrei. Die meisten, die nach Zypern umziehen, gründen dort also eine Gesellschaft und lassen sich dann die Gewinne ausschütten, nachdem sie 12,5% Körperschaftssteuer darauf bezahlt haben. Jetzt fragt sich so mancher, ginge es nicht auch noch günstiger? Kann ich nicht einfach sagen, ich gründe eine US-LLC, eine Disregarded Entity? Diese Disregarded Entity muss ja in den USA keine Steuern bezahlen, wenn sie dort keine Betriebsstätte hat. Man könnte also dann, so vermutet man, in Zypern sich diese gesamten Gewinne der LLC ausschütten lassen und könnte sich auch noch die 12,5% Körperschaftssteuer sparen. Ob das funktioniert oder nicht, das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Grundsätzlich sind hier ja 3 Themen zu bedenken. Erstes Thema: Sind die Gewinnausschüttungen aus der LLC überhaupt wie Dividenden in Zypern zu behandeln? Technisch sind es ja keine Dividenden, denn die LLC ist ja steuerlich gesehen keine Kapitalgesellschaft. Zweite Frage: Löst eine solche LLC, die ich von Zypern aus betreibe, möglicherweise eine Betriebsstätte in Zypern aus? Wären somit die Gewinne der LLC zwar nicht in den USA steuerpflichtig, aber eben in Zypern? Dritter Punkt: Deutsche Staatsbürger müssen auch noch die erweitert beschränkte Steuerpflicht bedenken. Was ist hierbei im Hinblick auf Zypern und den Einsatz einer solchen LLC zu bedenken? Kommen wir zur ersten Frage. Die US-LLC ist bekanntlich eine sogenannte Hybrid Entity. Das heißt, im Grunde genommen ist sie eine Mischung aus Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft. Gesellschaftsrechtlich, haftungsrechtlich etc. ist es eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung. Aber steuerrechtlich ist die LLC letztlich eine Personengesellschaft und die Ein-Mann-LLC, sie wird also steuerlich aus amerikanischer Sicht komplett ignoriert. Sie ist nicht eigenständig. Die Gewinne, welche die LLC erzielt, die Ein-Mann-LLC, werden dem einen Gesellschafter zugeschlagen und müssen von ihm letztlich auf seiner Steuererklärung erklärt werden. Die Ein-Mann-LLC selbst
muss keine Steuererklärung in den USA einreichen. Übrigens auch dann nicht, wenn man in den USA steuerpflichtig ist. Das wird alles auf der persönlichen Einkommensteuererklärung erklärt. Hat man nun keine Betriebsstätte in den USA, sind die Gewinne somit steuerfrei. Aber was sind nun die Gewinne? Sind es tatsächlich Gewinnausschüttungen oder möglicherweise doch Dividenden? Nun, in den europäischen Ländern tut man sich mit der Einstufung der LLC schwer. Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Hier gibt es verschiedene Regeln, wann die LLC als Person und wann als Kapitalgesellschaft im Grunde genommen von den lokalen Steuerbehörden interpretiert wird. In vielen anderen Ländern ist dies aber gar nicht so klar geregelt. In Zypern selbst habe ich keine Texte, keine Urteile oder keine gesetzlichen Regelungen oder Einlassungen der Finanzbehörden gefunden, wie eine solche LLC zu behandeln ist. Wenn du hier irgendwas kennst, wenn du einen Steuerberater kennst oder Rechtsanwalt, der entsprechend hier andere Aussagen gemacht hat, dann würde ich mich freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt oder eine E-Mail schreibst, würde mich persönlich sehr interessieren. Es ist dann so in Zypern im Steuerrecht, dass dann vielfach hier auf England und dortige Urteile zurückgegriffen wird. England ist ja auch ein Common Law Land, genauso wie Zypern. Und in England ist es nun so, dass eine LLC nicht als transparent gilt, sondern eben diese amerikanische LLC als Kapitalgesellschaft betrachtet wird. Was sie also ausschüttet, sind aus britischer Sicht Dividenden. Ich könnte mir daher vorstellen, dass die Gewinnausschüttungen der LLC auch in Zypern tatsächlich als Dividenden angesehen werden und daher hier unter den Non-Dom-Status fallen würden und man sie daher in Zypern letztlich mit vereinnahmen könnte, ohne darauf in Zypern Steuern zahlen zu müssen. Man würde sie dann wie die Dividenden einer zypriotischen Limited in der Steuererklärung auch erfassen, müsste sein Obolus bezahlen für das Gesundheitssystem und den Rest könnte man sich dann selbst ausschütten. Das sollte nach meinem Dafürhalten also gehen. Wie gesagt, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, wenn dir ein zypriotischer Steuerberater was anderes gesagt hat, dann lass es mich wissen. Würde mich sehr interessieren, aber ich würde davon ausgehen, dass das die gültige Rechtsposition ist. Kommen wir zu unserer zweiten Frage. Hat die LLC möglicherweise eine Betriebsstätte in Zypern? Denn man muss ja sagen, dass in unserem Beispiel hier jemand, der auf Zypern wohnt, denn man muss ja davon ausgehen, in unserem Beispiel, in einem typischen Setup, dass jemand, der in Zypern wohnt, dann hier die geschäftliche Oberleitung der LLC von Zypern aus durchführt. Management und Control ist also sozusagen in Zypern. Das hat möglicherweise Konsequenzen auf die Gesellschaft und ihre Betriebsstätte. Ich habe hierzu nur einen interessanten Text online gefunden. Dabei handelt es sich um Einlassungen eines griechischen Rechtsanwalts im Punkto Steuerrecht. Ich werde auch nachher den Link zu dem Artikel in die Beschreibung einfügen. Hier wird zitiert, was im Punkto Ansässigkeit zu beachten ist. Resident, also das heißt steuerpflichtig in the Republic. When applied to a company means a company whose management and control is exercised in the Republic, and non-resident or resident outside the Republic shall be construed accordingly, and non-resident or resident outside the Republic shall be interpreted accordingly. Also hier kannst du sehen, wenn Management und Control in Zypern stattfinden, dann hat diese Gesellschaft eine Betriebsstätte in Zypern, dann wären die Gewinne, die die LLC in Zypern generiert, in Zypern zu versteuern mit 12,5% Körperschaftssteuer. Jetzt schauen wir uns einmal an, was hier zum Thema Management and Control zu beachten ist. Was heißt das im Kontext von Zypern? Which are the substance requirements that connect the exercise of the central management and control with a particular place? Also, welche Substanz würde jetzt hier letztlich eine Betriebsstätte in Zypern auslösen? The question as to which are the substance requirements that connect the exercise of the central management and control with a particular place is a question of fact. Ja, das heißt also, man würde sich anschauen, was hier tatsächlich an Substanz vorhanden ist und auf dieser Basis dann entscheiden, ob eine Betriebsstätte hier in Zypern vorliegt. Also, hier sind nun einige Punkte aufgeführt. Wo finden Treffen der Geschäftsleitung statt? Finden diese in Zypern statt? Dann ist davon auszugehen, dass die Betriebsstätte sich in Zypern befindet. Hier wird dann auch auf elektronische Geschäftsleitungssitzungen eingegangen. Dann die Frage, wo leben die Geschäftsführer? Übrigens spielt es keine Rolle, ob es sich um einen wirklichen Geschäftsführer handelt oder einfach um eine Person in einer leitenden Funktion,
die hier geschäftsführungsähnliche Tätigkeiten in Zypern ausübt. Auch hier wiederum, wenn der Wohnsitz der Geschäftsführer sich in Zypern befindet, ist davon auszugehen, dass Management and Control in Zypern stattfinden. Man kann nun natürlich Geschäftsführer der LLC außerhalb von Zypern bestellen. Das würden wir nachher nochmal besprechen. Dann wäre Management and Control möglicherweise nicht in Zypern. Appointment of directors residing in the place where the income of the company is generated. Also, hier ist auch die Frage, wo findet die Wertschöpfung der Gesellschaft statt? Ich kann ja sagen, zum Beispiel, die Wertschöpfung ist in Zypern, Management and Control wäre irgendwo anders. In diesem Fall hier schreibt dieser Artikel dann, dass dann möglicherweise Steuerpflicht in beiden Ländern besteht, nämlich in Zypern und in einem anderen Land, wenn zum Beispiel in Zypern die Wertschöpfung stattfindet, aber die Geschäftsführung irgendwo anders stattfindet. Also auch hier eine sehr trickreiche Position, wenn man jetzt in Zypern lebt. So, dann die Frage, wie oft finden Meetings statt? Das ist natürlich eine Frage der Intensität dann der Geschäftsführung. Wo befindet sich der Verwaltungssitz? Ist er in Zypern oder irgendwo anders? Wo befinden sich Mitarbeiter, Bankkonten und wo werden die Buchhaltungsunterlagen aufbewahrt? Zusammenfassend kann man sagen, wenn diese Indizien dafür sprechen, dass sich die Geschäftsleitung in Zypern befindet und eben Management und Control über die Maßnahmen, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, sich hier manifestiert wird und das in Zypern stattfindet, dann ist auch die Betriebsstätte in Zypern, dann müssen die Gewinne der LLC in Zypern versteuert werden. Ich würde jetzt mal sagen, dass bei 99 von 100 Fällen, wo jemand, der in Zypern wohnt und eine LLC gründet, genau diese Situation vorhanden sein wird. Ich persönlich kann es also nicht erkennen, dass man, wenn man eine LLC von Zypern aus betreibt, hier die zypriotische Körperschaftssteuer sparen kann. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, naja, die Zyprioten sind ja solche Schlafmützen, die Steuerbehörde kommt nie drauf, dass ich da eine LLC habe. Okay, das ist möglicherweise eben deine Meinung dazu. Aber ja, natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter. Manche haben hier diese Prämisse als Handlungsgrundlage, aber natürlich legales Handeln ist etwas anderes. Es gibt jetzt ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Ganze funktioniert. Wenn du also selbst nicht das Tagesgeschäft dieser LLC leitest, sondern irgendjemand im Ausland hast, der jetzt in einem Land wohnt, wo es steuerlich nicht problematisch ist, dass er Geschäftsführer dieser LLC ist und auch das Tagesgeschäft nicht wirklich in Zypern abläuft. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter und so weiter außerhalb von Zypern hast und du einfach nur der Gesellschafter dieser zypriotischen Gesellschaft bist, dann kann ich mir vorstellen, dass dieses Setup tatsächlich funktionieren würde. Ja? Dann ist eben die Geschäftsleitung in einem anderen Land, nicht in Zypern. In Zypern wird keine Betriebsstätte ausgelöst. Die Wertschöpfung findet auch nicht in Zypern statt. Du bist einfach nur Gesellschafter. Wir hatten ja vorhin gesagt, du wirst dann die Einkünfte dir steuerfrei mit dem Non-Dom-Status ausschütten lassen können als Dividende. Das kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Nur wie gesagt, die große Frage ist, wo befindet sich dann die Betriebsstätte? Ja. Wenn der Geschäftsführer zum Beispiel in Dubai wohnt, dann hat die Gesellschaft möglicherweise in Dubai eine Betriebsstätte, also diese LLC. Nun, das könnte eine attraktive Lösung sein, denn wie gesagt, in Dubai gibt es ja mittlerweile eine Körperschaftssteuer, die wird aber nur fällig, wenn das Unternehmen umgerechnet ungefähr mehr als 750.000 Euro Umsatz macht. Das heißt, du könntest eine LLC gründen, du könntest Gesellschafter dieser LLC sein, ist möglicherweise günstiger als eine Dubai-Gesellschaft zu gründen. Du hast jemanden in Dubai, der die Geschäfte leitet. Die Gesellschaft registriert sich in Dubai für die Körperschaftssteuer. Sie hat in Dubai eine Betriebsstätte. Sie muss dort auch dann Buchhaltung machen. Sie muss Jahresabschlüsse einreichen. Sie muss eine Körperschaftssteuererklärung einreichen. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie eben in Dubai keine Steuern bezahlt, hast du in Zypern dann immer noch einen Vorteil, dass du nämlich die 12,5% dir gespart hast. Das ginge natürlich auch in vielen anderen Szenarien, Bahamas, Cayman Islands, wo auch immer, könnte man sich diese Modelle überall vorstellen. Ja, dann wäre eine LLC möglicherweise sinnvoll. Das ist aber wieder mit Aufwand verbunden. Wenn sich jetzt eine solche geschäftliche Konstellation sowieso für dich ergibt, weil du vielleicht einen Freund, Familienmitglied oder sonst was in Dubai oder in einem anderen Land hast, dann könnte das interessant sein. Ja, aber wenn du jetzt extra dafür jemanden anstellen musst, dann sind natürlich die Kosten dafür relativ groß. Ob sich das dann lohnt,
ist natürlich wiederum hier die Frage. Ich wollte dich nochmal auf eine alternative Lösung ansprechen. Es gibt ja in Nordzypern, also nicht in der Republik Zypern im Süden, sondern in dem Teil, der von der Türkei beherrscht wird, hier 2 Freihandelszonen. Ja. Dort könntest du auch eine steuerfreie Gesellschaft gründen. Wenn du dann hier regelmäßig mit dem Auto zum Beispiel nach Nordzypern fährst und dort letztlich die Geschäftsleitung ausübst von Nordzypern aus, von der Freihandelszone, dann hast du natürlich auch dort eine Gesellschaft, die dann keine Körperschaftsteuer bezahlt und die Gewinne kannst du dir dann steuerfrei nach Zypern ausschütten lassen, in die Republik Zypern meine ich jetzt, gemäß dem Non-Dom-Status. Das wäre vielleicht eine Alternative zur LLC. Oder wenn du jetzt sagst, naja, also meine Kunden würden niemals eine Rechnung akzeptieren aus der Freihandelszone, dann könntest du natürlich auch einfach sagen, du setzt die LLC auf. Diese LLC macht die Umsätze mit deinen Kunden. Du hast die Firma in der Freihandelszone. Die Firma in der Freihandelszone schreibt Rechnungen an die LLC. Damit werden letztlich die Gewinne von der LLC in die Freihandelszonenfirma transferiert. Dort sind sie steuerfrei. Dort ist dann in Nordzypern eine Betriebsstätte vorhanden. Du wohnst in Südzypern, lässt dir die Gewinne dorthin steuerfrei ausschütten. Ich poche hier immer so auf die Betriebsstätte und ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft eine Betriebsstätte hat, also eine tatsächliche feste Einrichtung. Das wäre in dem Beispiel vorhin, was ich erzählt habe von Dubai, sicherlich gegeben. Das wäre auch gegeben, wenn du über die Freihandelszone in Nordzypern gehst. Ja. Also darauf poche ich immer, wie wichtig das ist, denn du weißt ja aus deutscher Sicht, wenn du in einem Niedrigsteuerland wohnst, dazu zählt Zypern garantiert, und du hast dann gewerbliche Einkünfte, die betriebsstättenlos sind. Ja. Das heißt also, die über eine Briefkastenfirma generiert werden, die keine Substanz hat, dann sind diese Einkünfte noch in Deutschland zu versteuern für 10 Jahre. Und das ist ja immer die große Gefahr bei der LLC, wenn nicht ganz hundertprozentig klar ist, wo die Betriebsstätte dieser Gesellschaft sich befindet. Mit den Lösungen, die ich dir hier gesagt habe, also zum Beispiel über Dubai zu gehen oder über die Freihandelszone, hast du das Problem nicht. Dann ist tatsächlich eine Betriebsstätte gegeben. Hast du jetzt die LLC und bestellst dort einen ausländischen Geschäftsführer, der nicht in Zypern ist, womit die zypriotische Betriebsstätte vermieden wird, musst du also immer darauf achten, ob auch wirklich eine Betriebsstätte dann vorhanden ist, weil ansonsten musst du die Gewinne noch in Deutschland versteuern für 10 Jahre, jedenfalls wenn du deutscher Staatsbürger bist. So, das war's von meiner Seite zum Thema LLC und Zypern. Also leider nicht so einfach, wie manche sich das vielleicht vorstellen. Es gibt sicherlich Lösungen, aber die kommen vielfach nur in Frage, wenn man vielleicht ein größeres Rad dreht. Ansonsten muss man leider sagen, deine beste Option ist es einfach, in Zypern die 12,5% Steuern zu bezahlen. Das ist immer noch ein ziemlich günstiges Modell im Vergleich zu anderen Modellen, auch wenn es vielleicht ein saurer Apfel ist. Ich denke, diesen sauren Apfel musst du beißen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, das heißt Umzug ins Ausland, Firmengründung im Ausland, Umziehen nach Zypern zum Beispiel, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, Vermögen aufzubauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.